Hallo, schwer zu glauben, aber wahr, die USA führen nun auch ein Transparenzregister ein, so wie wir es aus der EU kennen. Sebastian, hat es sich dabei dann mit der Anonymität von US-Unternehmen vollkommen erledigt? Also meiner Meinung nach gab es diese Anonymität noch nie. Auch heute schon müssen alle US-Gesellschaften inklusive der angeblich anonymen LLCs jährlich eine Meldung beim IRS machen und dort die Beneficial Owners melden. Bei Nichtbefolgen drohen $25.000 Bußgeld. Das ist natürlich ein Hammer. Jetzt erzähl uns zur Einführung mal so ein bisschen was zu dem US Corporate Transparency Act, worauf das Ganze basiert. Genau, tatsächlich handelt es sich um ein Transparenzregister nach europäischem oder will ich sagen internationalem Vorbild. Die wichtigsten Details sind, Betreiber ist FinCEN, das Financial Crimes Enforcement Network. Das ist eine Behörde im US-Finanzministerium. Wie die das genau hinbekommen wollen, ist mir schleierhaft, denn die sind notorisch unterversorgt mit Geld und haben zu wenig Funding. Aber möglicherweise gibt es ja dann Gebühren, die dort bezahlt werden müssen, welche dann dieses Funding sicherstellen. Aber wie gesagt, also FinCEN ist dafür verantwortlich. Anders als in Europa ist das Register nicht öffentlich. De facto haben nur US-Behörden darauf Zugriff. US-Banken haben sehr beschränkten Zugriff. Sie können zu den Daten einer bestimmten Gesellschaft das Register letztlich online anfragen, um ihre KYC-Daten abzufragen und abzustimmen. Ganz interessant ist, wir haben ja vorhin gesagt hier, es drohen bei Nichteinreichung des Formulars, was es schon heute gibt, 5472-Formular, was nichts mit dem Transparency Act zu tun hat, 25.000 Euro Strafe. Hier beim Transparency Act, wenn man hier die Einreichung nicht macht, wir kommen nachher noch dazu, drohen auch $10.000 Strafe. Aber wenn man hier unrechtmäßig Informationen herausgibt, ja, drohen $250.000 Strafe. Das ist natürlich dann sehr wichtig. Was ich damit sagen will, ist, die Privacy wird eigentlich doch relativ ernst genommen, dieser ganzen Sache. Also es ist ganz deutlich nicht so, dass hier ein öffentliches Register erzeugt werden soll. Ja. Deswegen haben auch ausländische Behörden keinen Zugriff auf das Register, können aber im Rahmen der Amtshilfe natürlich gezielt Informationen abfragen. Betroffen sind die meisten US-Gesellschaften, die in Handelsregistern in den USA eingetragen sind. Es gibt 23 Ausnahmen. Diese Gesellschaften sind nicht betroffen. Darunter zählen zum Beispiel börsengelistete Unternehmen. US-Trusts werden nicht erfasst, denn sie sind ja nicht im Handelsregister eingetragen. Ausländische Firmen mit US-Niederlassungen werden erfasst. So, wen betrifft es nun? Erfasst werden müssen alle Personen, die mehr als 25% Stimmrecht haben oder sonst wie das Geschick der Gesellschaft bestimmen. Also auch jemand, der jetzt hier nur irgendeine Funktion hat, wie ein Geschäftsführer oder sowas, dessen Daten müssen dort auch eingetragen werden. Und jetzt, um noch mal klarzustellen, wie sieht es denn mit Rechtsformen aus, die nicht im Handelsregister erfasst sind, zum Beispiel General Partnerships? Genau, also General Partnerships würde man ja sagen, so entspricht so ungefähr der GbR in Deutschland. Die ist auch in Deutschland im Handelsregister eingetragen und diese sind nicht betroffen. Okay, und wie sieht es mit ruhenden Gesellschaften aus? Wenn eine Gesellschaft vor 2020 gegründet wurde und keine ausländischen Beteiligten hat, muss sie nicht ins Transparenzregister eingetragen werden. Jetzt natürlich wollen alle wissen, welche Daten werden denn konkret abgefragt? Also zunächst mal natürlich alle wichtigen Daten zur Gesellschaft, wie Name, Adresse, Steuernummer. Und hier gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Das Gesetz sagt ganz klar, dass die Firmenadresse kein Briefkasten sein darf. Und sie darf auch nicht von einem Anwalt, Steuerberater oder sonstigem Vertreter oder Agent gestellt werden. Nach aktueller Auslegung dieses Gesetzes heißt das, es muss sich letztlich um eine Adresse, um eine Firmenanschrift handeln, wo man tatsächlich ein Meeting abhalten kann oder arbeiten kann. Okay. So, das ist für viele Gründer, gerade aus dem Ausland, natürlich eine wichtige Umstellung. Denn bisher hat man einfach irgendeine virtuelle Adresse, ein Virtual Office oder sowas verwendet, was ja oftmals auch
der Dienstleister, die Kanzlei oder die Gründungsagentur gestellt hat, wo man gegründet hat. Und das Gleiche haben natürlich wir auch gemacht. Das geht in Zukunft nicht mehr. Ja, das heißt, in Zukunft darf man nicht mehr die Adresse eines Anwalts, Steuerberaters oder sonstiges verwenden, sondern muss sich selbst um eine Geschäftsadresse kümmern, selbst einen Vertrag schließen mit diesem Adressanbieter. Ja. Hier ist natürlich vor allen Dingen Regus zu nennen. Regus haben ein sehr großes Netzwerk an Büros in den USA. Wir kriegen von denen keine Provision. Ich sage es trotzdem. Das ist sehr einfach zu nutzen, kostet $150 im Monat. Das heißt natürlich, für viele wird die US-Gesellschaft damit ein bisschen teurer werden, aber da gibt es keinen Weg drumherum. Okay, und wie sieht es mit den BOs aus? So, die Daten, die zu den BOs abgefragt werden, sind alle Daten der natürlichen Person. Also was man sich so vorstellen kann, Adresse, Geburtsdatum, Name und so weiter und so fort. Zusätzlich, und auch hier ein Unterschied zu den meisten europäischen Transparenzregistern, muss eine Ausweiskopie hier tatsächlich abgeloadet werden in das Transparenzregister. Und bis wann muss das alles gemacht werden? Das hängt zunächst mal ab vom Gründungsdatum der Gesellschaft. Also alle Gesellschaften, die ab 2024 gegründet werden, haben dann 30 Tage Zeit, die Meldung zu machen. 30 Tage ab Gründung. Gesellschaften, die Bestandsgesellschaften sind und vor 2024 bereits bestehen, haben dann bis 2025 Zeit, diese Meldung zu machen. Muss man das jährlich machen oder wie funktioniert das? Nein, also anders als in vielen anderen Ländern ist keine jährliche Meldung notwendig. Man muss tatsächlich nur eine Meldung machen, wenn sich an den Details der Gesellschaft etwas ändert. Und was passiert, wenn man es nicht macht? Genau, wir haben ja schon gesagt, Nichtbefolgung, $10.000 Strafe, geht bis zu Gefängnis. Aber gut, man weiß, diese Strafen in den USA sind sehr hoch. Also da muss man sich auf jeden Fall dran halten. Jetzt sind die USA dafür bekannt, dass sie nicht am automatischen Datenaustausch mit der OECD CRS teilnehmen. Was ändert sich denn durch den Corporate Transparency Act dadurch? Genau, das ist ein wichtiger Punkt und viele Mandanten, sage ich mal, denen jetzt besonders die Privatsphäre wichtig ist, die gründen natürlich speziell in den USA, weil hier weniger Daten mit ausländischen Regierungen ausgetauscht werden. Daran ändert sich auch nichts in dem Corporate Transparency Act. In der Tat hat sich die EU auch schon darüber beschwert. Die EU hat die Einführung dieses Acts natürlich begrüßt, aber sich beklagt, dass die USA keine Daten weitergeben. Jetzt werden wahrscheinlich Mandanten von uns zuhören und sagen, ja, Moment, okay, was muss ich jetzt machen? Müssen die sich Sorgen machen? Nein, also grundsätzlich ändert sich eigentlich an den Abläufen nicht viel. Wir kümmern uns natürlich um die Einreichung. Wir werden alle Mandanten zeitnah darüber informieren. Ganz klar ist natürlich wichtig, dass sich auch unsere Mandanten dann im Laufe von 2024 ihre eigenen Adressen suchen müssen. Das gilt nicht natürlich für den Registered Agent, den sogenannten Registersitz, aber den Verwaltungssitz, also die tatsächliche Adresse des US-Unternehmens, die Geschäftsadresse, die muss sich dann jeder selbst suchen. Wir können natürlich auch dabei helfen. Aber ansonsten wird sich jetzt nicht viel am Ablauf ändern. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, muss man sich als Eigentümer einer US-Gesellschaft über irgendwas Sorgen machen in diesem Zusammenhang? Also man muss natürlich ganz klar sagen, Datenhunger von Behörden ist immer ein Problem, ja, egal welche Behörde es ist, und weitere Daten an die Behörden zu schicken, ist natürlich ein Problem. Man weiß nicht, wohin das jemals führen wird. Wird es vielleicht auch mal dazu führen, dass die USA hier ein öffentliches Transparenzregister machen? Man weiß es nicht, ja. Also grundsätzlich ist das natürlich keine positive Entwicklung, muss man ganz klar sagen, ja, wenn man jetzt hier um seine Privatsphäre besorgt ist. Ich glaube, von den ganz praktischen Auswirkungen kann man da relativ gelassen sein. Wie gesagt, schon heute werden ja die Beneficial Owners über 25% an die IRS gemeldet. Jetzt meldet man sie eben auch noch an eine andere Behörde. Ja. Also die meisten Mandanten sind da eigentlich komplett sorgenfrei. Ganz klar, was man nochmal unterstreichen muss, Anonymität gegenüber der Öffentlichkeit ist natürlich weiterhin gegeben.
Wenn man hier die richtige Gesellschaft gründet, dann wird auch weiterhin der Name nicht im Handelsregister veröffentlicht von Geschäftsführern, von Gesellschaftern und so weiter und so fort. Das heißt, wie gesagt, es wird einfach nur letztlich der Behörde weitergegeben. Aber ich denke dennoch, hier die Vorteile für die US-Gesellschaft sprechen nach wie vor für sich. Wer da Business machen will in den USA, wird sich kaum davon abhalten lassen, weil er jetzt Daten an eine andere Behörde hier weitergeben muss. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und du hast ja gesagt, Mandanten müssen sich keine Sorgen machen, aber wie immer, wenn irgendjemand Fragen hat, kann er sich natürlich bei dir melden. Absolut, ja, sehr gerne. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.